Die Karl-Augustin-Saga. Diese Saga beginnt in einem fernen Land, dessen Name aus steuerlichen Gründen nicht genannt wird, mit der Geburt von Karl Augustin. Als Sohn von Glückskeks-Autoren lernte er früh, dass das wahre Glück meistens nur einen Keks entfernt ist. Doch egal wie viele Glückskekse er mit seiner Familie auch verspeiste, er spürte früh, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Schon sehr früh spürte er, dass Beziehungen nicht seine Stärke waren. Ob zu seinen Geschwistern, seinen Eltern oder zu anderen, es fühlte sich nicht natürlich an. Die Jahre vergingen, und mehr konzentrierte er sich darauf, eine Beziehung zu finden. Wieso war es nur so schwer? Absolut jeder hatte eine, nur er nicht. Man redete ihm ein, dass man kein ganzer Mensch sei ohne Beziehung und dass man ohne Partner nicht wirklich die Höhen und Tiefen des Lebens erfährt. Er investierte Zeit, Geld und Nerven und bereiste viele Länder der Welt, um seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, in der Hoffnung, dass eines Tages jemand zu ihm finden würde. Doch egal wie viel Aufwand er betrieb, das Einzige, was er erntete, waren Spott und Gelächter. Selbst die Straßenkatzen machten irgendwann einen Bogen um ihn. Von dem Spott erschüttert, begann er mit Bodytransformation und Stiländerungen. Und ließ sich von Alpha-Male und Princess-Treatment-Philosophie blenden. Daraufhin lernte er das Wesen von wahrer Freundschaft schätzen und widmete sich von diesem Punkt an nur noch seinen Freunden und der Selbstlosigkeit. Doch mit der Zeit wurden seine Freunde immer weniger, da sie alle Familien gründete und von diesem Punkt an mit Dingen beschäftigt waren. Diese Situation erzürnte ihn und kein Internetcoach vermochte ihn retten. Neuron für Neuron verfiel er langsam dem Wahnsinn. Er begab sich in Exzesse und verlor seine Seele im Rausch, bis er sich selbst im Spiegel nicht mehr erkannte. In einer besonders tragischen Nacht bot ihm ein Fremder eine magische Briefmarke an, welche sein Leben verändern sollte. Leck daran, und du wirst deine Erleuchtung finden, sagte der Fremde. Er kaufte sie ihm ab, denn was hatte er schon zu verlieren? Um dieser Nacht ein ganz besonderes Ende zu bereiten, macht er sich auf den Weg zu den naheliegenden Klippen. Um diesen letzten Gang spannender zu gestalten, leckte er an der Briefmarke des Fremden. Doch er bemerkte nichts außer einem wunderschönen Sternenhimmel. Als er an einem Bootstieg entlang kam, bemerkte er einen Mann, dessen Boot voller Wasser war. Dieser winkte ihn heran und fragte, ob er ihm helfen könne. Der Mann fragte Karl Augustin, wie er sein Boot am besten leeren könnte. Mit einem Löffel, einem Topf oder einer Kelle? Karl Augustin schlug ihm vor, das Boot zu kippen und so zu leeren. Lachend stimmte der Mann zu und bedankte sich. Er setzte seinen Weg zur Klippe fort und traf kurz darauf bald eine junge Frau, die ihm anbot, ihm die Nacht gegen eine kleine Spende zu versüßen. Karl lehnte ab und gab ihr all sein Geld, damit sie diese Nacht allein verbringen konnte. Gerührt verschwand die junge Frau. Plötzlich hörte er Hundegebell und bald schon darauf mehrere Hunde, die einen weinenden Koala rumringten. Ohne zu zögern vertrieb er die bissigen Hunde und zog sich Bisswunden zu. Doch der Koala war verschwunden. Als er die Klippen fast erreichte, traf er eine alte Frau. Sie lachte ihn aus, verhöhnte ihn dafür, dass er all sein Geld ohne Gegenleistung weggab und für totgewollte Tiere kämpft. Er sah, dass diese alte Frau fror und gab ihr seine Jacke. Die Beschimpfungen ignorierte er und wünschte ihr einen schönen Tag. An der Klippe angekommen, lauschte er den Wellen. Beruhigend. Der Himmel färbte sich abwechselnd grün und rot. Beim Anblick dieser Schönheit war er bereit, den letzten Schritt zu wagen. Genau in diesem Moment setzte sich eine Möwe auf eine Schulter und fragt ihn, ob sie ihn fressen darf. Karl sagte, nein. Ich bin doch am Leben. Die Möwe antwortete mit einem Zwinkern, dann warte ich, bis du unten angekommen bist. Das klang nach einem guten Handel. Er stimmte zu. Abgemacht, sagte er zu der Möwe. Karl machte den letzten Schritt und versuchte, ob er fliegen kann. Nach wenigen Sekunden Fall, packte ihn plötzlich die Möwe am Kragen und trug ihn auf eine einsame Insel.
Er erwachte an einem Feuer umringt von 5 Personen. »Wer seid ihr?« fragte er. »Was tue ich hier?« Sie sagten im Chor, »Wir sind die teuren 5 und wir haben dich hergeholt, um unsere Welt zu retten.« Karl war überrascht. Er? Wieso er? Wir die teuren 5 sind eine Gruppe Superhelden. Bestehend aus Dr. PSY, Mani Vanisher, Siddhi Vouchifaya, Mary H. Council und Semota Inlo. Und wir brauchen dich, um die Welt des Beziehungsgeschäfts zu retten. Doch wieso ich? Fragte Karl. Er konnte nicht verstehen, wieso er, der immer in der Friendzone gelebt hatte, von ihnen gewählt wurde. Karl. Du bist der Auserwählte, weil du alle unsere Prüfungen bestanden hast. Der Mann mit dem Boot, die junge Frau, die Hunde, die alte Frau und die Möwe waren alles unsere Tests, antwortete sie. PSY testete mit dem Boot, ob du verrückt bist. Der Vouchifaya wollte sehen, ob du alles Geld, was du hast, freiwillig an eine Frau abgibst ohne Gegenleistung. Mary H. Council wollte sehen, ob du bereit bist, dir in Gruppensitzungen Wunden zu holen, ohne es gedankt zu bekommen. Die Mota Inlo wollte dich auf Freundlichkeit in Stresssituationen prüfen und die Möwe war ein Test von Mani Vanisher, um zu sehen, ob du bereit bist, auch noch das letzte Hemd zu geben. Du hast mit Bravour bestanden. Und jetzt, Karl, wird es Zeit, dein Schicksal anzunehmen und zum neuen Admiral Friendzone zu werden. Sagten sie zu ihm und gaben ihm seine Aufgabe, du sollst mit deinen Kenntnissen über die Friendzone die Welt vor unserem Erzfeind retten. Halte Giga Shad und seine Königin Stacey auf und stoppe Alpha Mentality und Princess Treatment. Wir ersticken vor Arbeit, die lauter gestörten Beziehungen verursachen. Wir können auch die ganzen nervigen Scheidungen und Rosenkriege nicht mehr ertragen. Stoppe diese Philosophie und bringe die Menschen zurück zu wahrer Gemeinschaft. Aber warum Friendzone? Warum ich? Im Chor antworteten sie, weil du in all den Jahren ultimative Friendzone-Weisheit erlangt hast und das der Schlüssel ist, um der Liebe wieder Substanz zu geben, frei von oberflächlicher Selektierung. Nur wer die Friendzone wahrhaftig versteht, pflegt und schätzen lernt, wird die wahre Liebe erkennen, wenn sie vor einem steht. Und das, Karl, bedeutet freie Sonntage für uns und Urlaub ohne nervige Telefonate. Hunderte Jahre Friendzone-Erfahrung wurden in den Körper eines 4-Jährigen transferiert, wodurch er für immer unschuldig und unkompromittierbar wurde. Daraufhin nahm Karl die Aufgabe an. Die teuren 5 brachten Karl daraufhin zum Berg des breiten Kinns und sprachen die magischen Worte, beim Barte des 1,90 Meter großen Typen, wir schwören, dass du nicht der Typ bist, der verlangt wird. Milchgesichtig seist du, so dass die Dominanz deinen Leib verlasse. Auf dass du auf ewig ein cooler Typ bist. Mit lautem Knallen ließen ihre Magie walten und verwandelten ihn in den unumstößlichen Admiral Friendzone. Von nun an war er Admiral Friendzone. Admiral der Friendzone-Flotte. Es Friendzone, welche geschaffen wurde, um gequälten Seelen zu helfen, zurück auf den Pfad der wahren Stärke zu finden und Giga Shad in allen Teilen der Welt zu bekämpfen. Folgt mir für mehr Abenteuer von Admiral Friendzone.